Ich grüße euch. Ich mache mir jetzt einmal wieder eine Verbindung zwischen Rhino und Archicad über Grasshopper. Das heißt, zuerst möchte ich jetzt aber hier einfach eine neue Datei neu aus Vorlage, und zwar diesmal am Mac. Große Objekte Millimeter, große Objekte Meter, damit die, im Archicad habe ich auch Meter, damit es zusammenpasst. Okay, dann tun wir das nochmal weg. Das geben wir runter. Da haben wir das Archicad. Und jetzt schauen wir um das Grasshopper. Gut. Dann gehen wir ins Archicad, geben denen einmal einen Namen. Ablage sichern als. So. Neuer Ordner. Das ist das zweite Tutorial. Und dann nennen wir es dann auch Rhino. Das ist so ein Turm. Sichern. Dann das sichern wir auch. Da rein. Rhino 2. Sichern. Und das hier werden wir dann auch sichern. File. Wenn wir dann bei was haben. So, dann verbinden wir mal Archicad. Fenster. Grundriss, Symbolleisten, Paletten. Ganz unten, Grasshopper Connection. Man muss es allerdings vorher downgeloadet und installiert haben. Und dann Graphisoft Archicad nochmal neu gestartet haben. So, und hier im Rhino Archicad Connection Palette. Start Connection. Es ist die Frage, okay. Es ist verbunden, aber seltsamerweise, ja, egal. Müsste hinhauen. Profilmanager brauche ich jetzt nicht. Jetzt mache ich aber zuerst in Archicad einen Punkt. Diesen Punkt. Steuerung Raute, drehen, aufteilen, von mir aus 8. Keine, okay. Von hier nach hier. Einmal rundherum. Ich brauche eine Polylinie. Gebe auch andere Möglichkeiten, das zu machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber immerhin ist es einmal da. So. In Rhino suche ich in Archicad nach einer Polylinie. Parameters, von dem möchte ich holen. Man sieht, es ist nicht verknüpft. Rechte Maustaste. Set Curve on Archicad. Diese hier. Und schon habe ich sie in Rhino auch. So, weiter im Text. Aus dieser Curve. Ja, jetzt gehe ich mal rüber und suche mir im YouTube Grasshopper Tutorial Deutsch. Diese Grasshopper Einführung brauche ich nicht. Grasshopper Archicad Graphisoft. Das hier.
Und zwar In this tutorial video das zweite In this tutorial video clip, we'll present how to create a parametric tower. We'll be using. Schauen wir mal. Let's select the Set 1 2D curve option from the context menu of the Das haben wir schon gemacht. As a result, only the Archicad application window will remain on the screen. Grasshopper and Rhino will be hidden. This forces users to continue in Archicad. We must click an element in our curve parameter node. Please note that as soon as we establish a reference, the hexagonal view polyline geometry is instantly visible in the Rhino perspective view. Now let's continue and place a curve parameter node in Grasshopper. Gut, machen wir. Parameter, Curve Parameter, diese hier. Und verbinden die beiden. So, weiter im Text. Connected with the parameter created earlier. With this, we've successfully converted the Archicad polyline to a Grasshopper curve. Let's also add the linear array component. Doppelklick, Linear Array. Dann brauchen wir zwei, das irgendwie Preview. Was meint er damit? Okay, so. Den hier nennen wir Geschosshöhe. Geht von mir aus 2 bis 5 Meter, okay, und die Curve, dann die Direction Z, Unit heißt es, Unit Z. Man sieht hier dann, dass sich schon was tut, und hier brauchen wir noch Anzahl Geschosse, natürliche, Minimum 1, Maximum 30. Okay. Numbers. Da hat er irgendwas nicht gemacht. Minimum 1, 30. Ich habe Enter gegeben. Das darf ich nicht. 1. Okay. Aber passt noch nicht. Schauen wir, was er macht. And then add the Unit Z component. These will create additional instances of the hexagonal shape vertically. Please note that the 3D window in Rhino provides instant visual feedback of the results. We would like to easily edit the vertical displacement of the hexagonal shapes, so let's add a number slider to the Unit Z component. By using this slider, we may easily increase or decrease the distance between the hexagonal shaped slabs. Das schaut ein wenig. Let's add another slider to control the number of stories in the tower. Jetzt macht es richtig. We'll enter 4 for the minimum and 20 for the maximum number of stories. Using this slider, we may increase or decrease the number of stories, and the changes are visible in the 3D view of Rhino. So, ein bisschen nach vorne. We'll add the area component to modify the axis of rotation as arrangement for the previously multiplied hexagonal shapes. Rotate. Die Geometry. Kann man das nicht irgendwie
anders anzeigen? Kann man sicher, aber ich weiß es nicht. Display, Full Names. Ja, das schaut schon anders aus. So, das schaut dann jetzt gleich aus wie die. Und natürlich kann ich sie dann später. As you may notice, by default, the rotation was performed using the origo for the axis of rotation. To change this, we'll add the area component to modify the axis. Area. Das müsste so gehen. Rotation, because we want to use the center of the hexagonal shape for the axis. Ah, das war falsch. We would like to apply various angles of rotation. In fact, we would like to increase the angle of the rotation towards the upper hexagonal slabs. We will add the series component in Grasshopper. We will not rotate this first hexagonal slab closest to the ground. As a result, we do not change the default value of the input parameter start. We leave it at 0. Slabs. We will add the series component in Grasshopper. We will not rotate this first hexagonal slab closest to the ground. As a result, we do not change the default value of the input parameter start. We leave it at 0. We'll use the step input parameter to define the increment between the values of the series. We must also define the total number for the series. This should be identical with ja, Geschossdreher. Step. Geschossdreher Winkelstep. Minimum. Maximum 8. Hey. Okay. Step. Und Anzahl der Geschosse, Count. Und das geht dann auf die Angle. Und dreht aber nichts, weil da irgendwas falsch verbunden ist. Und zwar die Geometrie, diese hier. Ja, dann mal das Rot halt nochmal weg. So, wie war das? Dass ich kein Plätzchen machen einmal. Die Centroid ist mit der Plane. Centroid mit der Plane. Und Geometry mit Geometry, klarerweise. of the hexagonal slabs. Und ich habe sie nicht verbunden, da kann ich hinten schieben, was ich will. So, we'll connect the story number slider with the input parameter of the series component. Und jetzt das mit dem. Let's define degree units for the rotation input parameter. Nochmal. Degrees. Und jetzt geht's. Interessanterweise habe ich da mehr drinnen, wie er drinnen hat. In seiner
5 Grad ein bisschen viel. So ist ganz gut. Okay, weiter. Please have a look at the perspective view in Rhino to explore the results. The hexagonal-shaped slab polygon outlines are now rotated around their center point with different angles. We can use the rotation slider to modify the rotation angle of the slabs. We can also use the number of stories to modify the number of slabs. Gut, das kennen wir. Finally, the height of story slider allows us to change the distance between using the divide curve component. So. These nodes will be used to define the geometry of the vertical load-bearing structure. We will add an integer number slider to define the number of division nodes. Das müsste dann mein Count sein. Stimmt's? Now let's add a point list component in Grasshopper. This will display the index numbers of the previously Point List. Und die müssen wir noch einmal umdrehen, gell? Dies verbinden. Warten wir noch. division nodes. Grasshopper generates a so-called index number for the division nodes, and we Points. Set Number 2. Ja, das steht ganz da. Also bei mir noch nicht. Doch, stehen ganz da. Noch 3. 10, 10, 10, 10. Jetzt müssen wir es noch umdrehen als Kassen. display these using the point list component. The result is instantly visible in the perspective view of Rhinoceros. We need to adjust these index numbers due to some future design considerations. Flip. Schauen wir mal. Currently, the indexes are increasing around the individual Flip slab Matrix. parameters. Das war's nicht. Das müsste es sein. Okay. So, was macht er weiter? Let's add the flip matrix component to modify the arrangement of the index numbers. As a result, identical indexes will be assigned towards the vertical direction of the design. Due to the new index arrangement of the nodes, we'll be able to create a parametric load-bearing structure system for the tower. So it will follow the geometry of the rotated hexagonal slabs. You can now see that the green connection lines are displayed along the vertical direction, and they follow the angle of rotation of the slabs. Now the wireframe model of the tower is ready. Let's add the interpolate component in Grasshopper to create an interpolated curve through a set of points. Gut.
Let's see how to transfer this parametric shape created in Rhinoceros and Grasshopper into a full-fledged building information model in Archicad. So, das heißt, ich müsste jetzt ins Archicad gehen, Design eine die 2D-Curve war der Anfang, wurde jetzt eine Kurven. Die Anzahl der Geschosse und der Steppwinkel. Das gehen wir ein bisschen rauf, dass es sauber ausschaut. Und das Centroid, na, schauen wir es lieber an. Let's display the Archicad tab in Grasshopper. Let's add the Archicad slab component in Grasshopper. Geometry. And this will transfer the rotated hexagonal polygon shapes into Archicad slab building elements. Moment. The slabs are instantly generated in Archicad. Das ist dann hier. Geometry. Zack. Und Archicad. Fortfahren. Gehen wir mal ins 3D. Und gehen wir mal die Geschosshöhe mal ein bisschen rauf. Ja, da haben wir noch was nicht gemacht. 2, 4. Macht er. Gut. Was macht er weiter? There's no need for file export or import processes. The good news is that we may further develop the design in Rhino and Grasshopper. For example, adjust the number slides and so on. And the Archicad slab building elements will instantly and automatically follow all the design changes. Let's continue and add a vertical load-bearing structure to the parametric tower. Interessanterweise We add the Archicad beam component in macht er das mit einem Beam. Seltsamerweise. Design. Beam. Curve, Curve. Und schon ist es da. Interessanterweise ist das dann jetzt passt. Okay, und dann geht es eigentlich nur mehr um die Settings. Das heißt, jetzt kann ich hier zum Beispiel Composite reingeben, Extract Settings, Deconstruction Settings, das hier. Composite. Da macht übrigens der Mac einen Fehler. Sobald ich da reingehe, dann bleibt nämlich was hängen. Und Slab Settings. Das ist dann ein Ergebnis, da muss ich mal raus. Die Beams sind auch raus. Die da. Gut, aufpassen, wenn ich das jetzt mache, kann ich mir zwar Bodenaufbauten. Ist jetzt mal wurscht, ich nehme einen Bodenaufbau 50. Es wird jetzt ein kleines Bildchen rechts erscheinen, wenn ich drauf fahre, und das bleibt seltsamerweise. Das heißt, das bringe ich jetzt nicht mehr weg. Und das stört natürlich bei der Arbeit. Aber das ist nur am Mac, am Windows ist das nicht. So, das heißt jetzt in Archicad müsste ich jetzt hier
bereits diese Struktur so drinnen haben, was ja nicht schlecht ist. Ist ein bisschen seltsam mit den, dass man der Träger nimmt statt ja, ist ein bisschen einfacher zu machen für das Tutorial, keine Frage. So, natürlich kann ich auch, gesetzt, das bleibt einfach stehen, das ist lästig und ich bringe es nicht weg. Rechte Maustaste oder irgendwas geht, alles nicht. Dürfte ein Fehler sein. So, jetzt gebe ich noch die Beam Settings rein. Komm rein. So. Und da habe ich natürlich jetzt wieder zwei Slider am gescheitersten. Einer und noch einer. H Minimum Punkt 1, Maximum 1.5. Okay, die Height. Und die Punkt 1, 1.5. Und Beam Settings. Und jetzt sieht man, wie es dann größer und kleiner wird, die ganze Sache. Dann hat es schon ein bisschen mehr Volumen. Aber leider halt oben so abgeschnitten. Unten so. Man müsste das dann irgendwie wegschneiden oder was auch immer. Naja, ist einmal ein Versuch. Und wenn ich jetzt hergehe und im Erdgeschoss, gehen wir das mal zurück, das müsste irgendwie gehen. Tack. Select. Aha. Das heißt, die Dinger da könnte ich ja jetzt rausziehen und updaten lassen. Okay. Da ist er. Das heißt, das geht dann alles von Archicad aus zum Weitersteuern. Und trotzdem kann ich jetzt das Ganze ziemlich verziehen noch. Und mit den Parametern herumspielen. Gut, das war es mal bis hierhin und ja, ich werde jetzt sukzessive eins nach dem anderen dieser Tutorials, die da vorgefertigt sind, weitermachen und einmal nachmachen probieren mit den Möglichkeiten, die heute ich habe. Das stört mich, muss ich zugeben. So, schöne Grüße aus Salzburg.